Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ja, die Ostertage stehen allmählich vor der Tür. Der Frühling ist da, wir alle freuen uns und gehen wieder mehr raus. Und da möchte ich euch ein schönes Eierlikör-Gugelhupf-Rezept vorstellen mit Himbeeren und einer schönen österlichen Dekoration. Und für dieses Rezept nutze ich jetzt meine neue Gugelhupf-Form, die ich in den Shop aufgenommen habe. Wunderschön emaillierte Form von Dr. Oetker. Das ist eine fantastische Form. Sie ist sehr hochwertig, sie ist fruchtsäurebeständig und spülmaschinenfest, sie ist kratzfest und es ist eine Form, die eine optimale Wärmeleitung garantiert. Das heißt, es ist eine Form, die ihr wirklich ein Leben lang habt. Sofern ihr sie nicht runterwerft, dann hat sie vielleicht eine Macke, denn die Emaillierung ist natürlich empfindlich. Also runterwerfen sollte man sie nicht. Aber ansonsten ist sie absolut unverwüstlich und backt einfach fantastisch. Ja, diese Form werden wir heute benutzen. Alle wichtigen Infos zum Rezept, das Rezept zum Ausdrucken und zum Nachlesen findet ihr bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch den gerne hier oben. Und alle wichtigen Utensilien zu backen, jetzt außer der wunderschönen blauen Backform, findet ihr bei mir im Shop. Den verlinke ich euch auch gerne nochmal hier und auch alle anderen wichtigen Informationen, Zutaten und so weiter. Links zu Facebook und Instagram findet ihr unter dem Videotitel in der Videobeschreibung. Wir starten gleich ins Rezept. Es ist ganz einfach und ein wunderschöner Eierlikör-Gugelhupf steht dann in Kürze bei euch auf dem Tisch. So, mein Ofen heizt schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze im Hintergrund. Ihr könnt aber auch 160 Grad Umluft verwenden. Und als erstes werden wir uns den Zucker in die Schüssel geben, 200 Gramm. Hinzu kommt 200 Gramm weiche Butter in Stücken, am besten in Würfeln. Und ich gebe ungefähr einen Teelöffel Vanilleextrakt hinzu. Das miteinander schön cremig schlagen. Das darf ruhig 5 bis 10 Minuten Rührzeit betragen. Ganz wichtig bei einem Rührkuchen, dass Butter und Zucker schön miteinander verschlagen sind. Richtig schön lange aufschlagen, dass eine weißcremige Masse entsteht. Zwischendurch natürlich mal runterkratzen und dann können wir auch schon unsere Eier nach und nach dazugeben. Und jedes Ei sollte so eine halbe Minute ungefähr auch untergehoben werden, bevor das nächste dazu kommt. Das erste Ei. Wirklich gründlich unterheben, so ungefähr 30 Sekunden sollten es schon sein. Ich habe jetzt hier 4 L-Eier. Nummer 3. Und das letzte Ei, Nummer 4. Sehr schön, nochmal runterkratzen und alles mit schön rein verrühren, dass nichts an den Seiten hängen bleibt. So sollte nun unsere Eier-Zuckerbuttermasse aussehen. Und jetzt können wir das Mehl mit dem Backpulver mischen und abwechselnd mit dem Eierlikör unterheben. Hier habe ich jetzt 300 Gramm Mehl und da kommen 2 Teelöffel, habe ich schon drin, 2,5 Teelöffel Backpulver hinzu und dann noch eine Prise Salz für den schönen runden Geschmack. Das alles miteinander schön vermischen, damit nicht das Backpulver irgendwo in der Ecke hockt und nicht richtig verteilt ist am Ende im Teig, bevor wir das jetzt hineingeben. Denn das Mehl mit dem Backpulver sollte nur kurz unter unsere Masse gehoben werden, nicht zu lang, sonst wird der Teig leicht klitschig. Deswegen, ja, machen wir das so. Und da gebe ich jetzt einfach ein bisschen was von unserer Mehlmischung, vielleicht so die Hälfte oder ein Drittel hinzu. Und gleichzeitig auch etwas von unserem Eierlikör. 200 Milliliter Eierlikör, so lecker. Bisschen was hinzugeben und gerade kurz auf niedriger Stufe verrühren. Das reicht auch schon. Nicht zu lang rühren. Den Rest hinzugeben oder gerne auch in 3 Portionen, wenn euch das lieber ist. Wieder den wunderbaren Eierlikör hinzugeben. Den gebe ich in 3 Portionen hinzu. Und die letzte Portion Eierlikör, wunderschön. Sieht einfach so lecker aus und schmeckt dann auch fantastisch. Gerade auskratzen mit dem Spatel.
Und nochmal zum Schluss verrühren. Und jetzt nicht zu lang rühren, ihr wisst es. Immer nur so lange, bis das ganze Mehl untergehoben ist. Wir machen jetzt lieber dann noch mit dem Spatel weiter, damit wir einfach den Teig nicht überrühren. Einfach gerade noch einmal mit dem Spatel nacharbeiten. Und ihr seht, was für eine wunderschöne Farbe dieser Teig auch schon hat. Da merkt man auch, dass manchmal noch unten etwas so ein bisschen sitzen geblieben ist. Das kann man da noch reinarbeiten. Und wenn ihr wollt, und das ist jetzt optional, könnt ihr jetzt noch Schokotröpfchen unterheben. 100 Gramm Schokotröpfchen. Die gerade noch unterziehen. Das sind bei mir Zartbitter-Schokotröpfchen und meine Kinder lieben das einfach. Noch diesen leichten Schokogeschmack mit drin. Und schaut euch das mal an, ein wunderschöner Rührteig ist entstanden. Und den können wir jetzt auch schon in unsere gefettete und bemehlte Gugelhupfform füllen. Und wer mag, kann auch noch die 200 Gramm Himbeeren hinzugeben. Das zeige ich aber jetzt gleich. Den Teig einfüllen und zwar erstmal die Hälfte nur. Ihr seht, die Form ist bei mir sehr sorgfältig gefettet und bemehlt. Das ist super wichtig bei Gugelhupf, auch in der Mitte. Nicht zu vergessen, denn sonst bleibt er ganz gerne mal da hängen. Mit dieser ersten Lage Teig machen wir dann sozusagen ein Bett für die Himbeeren. Ganz kurz mal so ein bisschen glatt streichen schon mal. Und ich habe jetzt hier Tiefkühlhimbeeren, die sind etwas angetaut. Die gebe ich jetzt einfach gerade hier drauf. Die könnt ihr euch auftauen lassen, ein bisschen abtropfen lassen oder aber auch gefroren in den Teig geben. So etwa die Hälfte, also die 100 Gramm. So vor Ostern ist ja noch keine Saison und deswegen nehme ich da lieber tiefgekühlte. Die wieder so ein bisschen einbetten. Ein bisschen Teig habe ich noch übrig. Das streiche ich jetzt auch wieder so ein bisschen glatt über den Himbeeren, dass sie schön verteilt sind sozusagen. Und jetzt gebe ich nochmal die restlichen Himbeeren, die hier übrig sind, hier oben auf. Sind jetzt bei mir auch schon so ein bisschen angetaut. Ihr könnt es ja auch ganz gefroren in den Kuchen eingeben. So. Und die letzte Lage, so eine dünne Lage noch drüber geben, dass einfach die oberen Himbeeren auch nochmal schön bedeckt sind von einer letzten Lage Teiges. Bisschen bedecken noch unsere Himbeeren. So, schön glatt streichen. Wunderbar. Die Form ist jetzt ja so zu 2/3 gefüllt und so sollte es ja auch sein. Und wir backen unseren Kuchen bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft für ungefähr 50 bis 60 Minuten. Auf geht's! Nach 60 Minuten ist mein Gugelhupf fertig gewesen. Ich habe auch die Stäbchenprobe gemacht. Ein Stäbchen hineinstechen. Und wenn es ohne Teig wieder rauskommt, hier ist noch ein bisschen Schokolade, aber das darf sein. Aber wenn sonst kein Teig hängen bleibt, ist der Kuchen durchgebacken und wir können ihn erstmal in der Form am besten auskühlen lassen. Ich lasse ihn gerne wirklich 1 Stunde in der Form auskühlen, damit ich sicher gehe, dass nichts hängen bleibt. Er ist nach dem Backen immer noch so weich. Unser Gugel ist auf der Unterlage und ich habe mir schon 200 Gramm weiße Schokolade geschmolzen mit der 2/3 Methode und noch einen Teelöffel Öl hinzugegeben. Und ich habe einen Esslöffel von der Schokolade abgenommen und mit rosa Farbgel verrührt. Das gebe ich jetzt im Wechsel hier über unseren Gugelhupf. Darauf achten, dass die Schokolade schön fließt. Und los geht's. Und ruhig nochmal rumgehen, damit wir auch in der Mitte dann genug Platz haben für unsere Ostereier und Himbeeren. Schauen, dass wir überall schön gedrisselt haben. Sehr schick. Und jetzt mit einem kleineren Löffel gebe ich noch das Rosa hinzu. Da dürft ihr euch ruhig so ein bisschen austoben. Das darf ruhig Action Painting sein. Ja, bevor jetzt die Schokolade ganz anzieht, setzen wir noch unsere Himbeeren oben auf. Und ich lasse immer einen Platz frei. In die Mitte kommen bei mir dann immer noch Schokoeier. Hier könnt ihr auch die gefriergetrockneten Himbeeren bei mir aus dem Shop verwenden. Dann müsst ihr keine frischen nehmen. Momentan ist ja noch keine Saison und man sollte eigentlich noch keine Himbeeren kaufen. Die Ostereier jetzt noch dazwischen setzen.
Und das letzte Schokoei. Wunderschön sieht es jetzt schon aus, sehr schön österlich. Und jetzt brauchen wir noch unsere gefriergetrockneten Himbeeren als Konfetti sozusagen, um das Ganze zu toppen. Und dann ist der Gugelhupf fertig. Hier zeige ich euch jetzt nochmal die gefriergetrockneten Himbeeren. Die sehen ja natürlich ganz ähnlich aus, haben aber den Vorteil, dass man sie einfach immer daheim hat. Da könnt ihr entweder die großen dann aufsetzen, wenn ihr keine frischen kaufen wollt, oder aber auch diese kleinen Stückchen, die jetzt übrig sind hier unten, wenn sie auseinanderfallen, noch als Konfetti hier oben über den Gugel streuen. Das sieht wunderschön aus. Gerade noch so ein bisschen sprenkeln, um den Osterlook zu vervollständigen. Und das sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt dann auch noch wunderschön fruchtig und so ein bisschen säuerlich, also richtig toll. So, unser Gugelhupf ist fertig. Wir können ihn probieren. Lasst uns anschneiden. Ein bisschen warten muss man natürlich eigentlich schon, bis die Schokolade etwas angezogen ist. Ich mache jetzt hier einfach mal schon mal weiter. Ihr habt zu Hause etwas mehr Zeit wahrscheinlich. Und ich nehme hier mal so ein schönes, dickes Stück heraus. Und da kommt unser Himbeer-Gugelhupf. Ich muss jetzt aufpassen, dass das Stück mir nicht umfällt. Wunderschön mit der Schokolade und den Himbeeren. Vielleicht kann ich es sogar hinstellen. Mal schauen. So, wunderbar. Lasst uns probieren. Los geht's, ich probiere für euch. So lecker, Wahnsinn. Fluffig sieht er aus und saftig. Schmeckt super lecker nach dem Eierlikör und nach der Schokolade, also richtig, richtig lecker. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Und ich finde, es passt auch super dazu, die weiße Schokolade und obenauf die Himbeerflocken. Also unbedingt ausprobieren. Das war mein Schoko-Eierlikör-Gugelhupf mit Himbeeren. Ein wirklich schönes und raffiniertes Rezept. Besonders für die Ostertage, aber auch für jeden Sonntag und für jeden Geburtstag. Vielleicht für einen Eierlikör-Liebhaber geeignet. Ich freue mich, wenn ihr das Rezept nachbackt und mir dann eure Fotos schickt. Gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr, wie auch den Link zum Rezept, hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst mir gerne einen netten Kommentar und ein Like da. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, mit der Familie. Wir sehen uns hier wieder nächsten Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt alle gesund und viel Spaß beim Backen. Tschüss!